This is Beyond Code. Hi, hallo und herzlich willkommen zu Beyond Code, dem Interview-Podcast mit den Machern aus der IT-Szene. Mein Name ist Felix Becker, schön, dass du da bist. Heute in der Episode 3 habe ich Martin Dirger bei mir. Er ist CEO von Nebulit GmbH, ein Experte für Event Sourcing und Event Modeling, der Autor von dem Buch Understanding Event Sourcing, und Martin ist bekannt für seine Headline: Er bietet Software zum Fixpreis an, weil das kann ja nicht so kompliziert sein. Es ist planbar und strukturierbar. Und genau in diese Themen wollen wir in dieser Episode tiefer reingehen. Wir wollen verstehen, was ist Event Modeling, was ist Event Sourcing und vor allem, was hat es mit dem Fixpreis zu tun. Lieber Martin, herzlich willkommen zu Beyond Code. Schön, dass du da bist. Hallo Felix, vielen Dank für die Einladung. Martin, die Frage an dich. Wann hast du zum letzten Mal Code geschrieben und was war das? Heute. Ich habe heute Code geschrieben. Und zwar, was war das, was ich heute gemacht habe? Eine SAP-Integration. Ich arbeite zurzeit für einen Kunden und da bauen wir ein verteiltes System mit unterschiedlichen Microservices, und ich habe heute die SAP-Integration gemacht, um Daten aus Kafka nach SAP zu übertragen. Super spannend, direkt im Projekt drin. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir auch merken. Du hast ja 13 Jahre, glaube ich, als Freelancer gearbeitet. Aber bevor wir da reingehen, wie bist du eigentlich zur Softwareentwicklung gekommen? Was ist so dein Background? Also eigentlich wirklich ein ganz, ganz klassischer Background. Ich habe mich schon früh mit Computern beschäftigt, gar nicht so sehr mit der Softwareentwicklung eigentlich, aber mit Computer, das war irgendwie immer ein Thema. Und bin dann irgendwann einfach dazu gekommen, dass ich angefangen habe, Informatik zu studieren. Habe mich dann immer tiefer in diese Softwareentwicklungswelt reingefuchst und habe irgendwann gemerkt, dass das eigentlich wirklich das ist, was ich ganz gut kann. Strukturiert denken, strukturiert arbeiten und dann schlussendlich wirklich Probleme lösen von Kunden. Das ist einfach das, was mir Spaß gemacht hat, und deswegen bin ich die letzten 20 Jahre dabei geblieben, und es macht mir nach wie vor Spaß. Ja, die Probleme lösen, das sind so die Trigger, die wir haben. Wir wollen einfach helfen in der Softwareentwicklung. Jetzt habe ich gesehen in deinem CV, dass du 13 Jahre als Freelancer gearbeitet hast, aber seit 2 Jahren in die Gründung gegangen bist. Du hast eine eigene GmbH gegründet, du bist jetzt Geschäftsführer. Was hat dich dazu bewegt, diesen Schritt zu machen, und wie hat sich dein Leben verändert? Was ist für dich der Unterschied? Weil Freelancer ist ja auch selbstständig. Wie unterscheidet sich die Arbeit des Freelancers für dich versus dem Geschäftsführer von der GmbH? Ja, also ich habe, glaube ich, so wirklich den klassischen Werdegang eines Geschäftsführers hingelegt. Also ich war erst ganz klassisch 3 Jahre lang in der Anstellung, habe als Consultant gearbeitet für eine Firma in München, bin dann irgendwann als Freelancer gestartet, weil ich gedacht habe, was ich für die Firma machen kann, das kann ich auch selber ganz gut machen, und das hat auch gut funktioniert. Und dann eben vor 2 Jahren habe ich mich entschlossen, Freelancer alleine, das reicht mir irgendwie nicht mehr. Ich wollte ein bisschen mehr machen und habe dann eben diese GmbH gegründet. Der eigentliche Grund, warum ich mich entschlossen habe, die GmbH zu gründen, war, ich konnte diese Projekte einfach nicht mehr sehen. Es war wirklich so, ich habe in diesen Projekten gearbeitet und ein Projekt nach dem anderen hat einfach nicht funktioniert. Die Budgets wurden überschritten, die Timelines wurden überschritten, die Anforderungen haben nicht funktioniert, und jedes Projekt war so. Und egal, wie sehr man sich anstrengt, die Projekte schienen einfach nicht zu funktionieren. Und dann habe ich mich entschlossen, das kann ich so nicht mehr machen. Ich habe es einfach nicht mehr gekonnt. Und habe dann geguckt, was kannst du anders machen? Das muss doch irgendwie besser gehen. Und bin dann irgendwann eben auf Event Modeling gestoßen und habe gedacht, das Thema ist in Deutschland quasi nicht präsent. Niemand macht es. Und warum ist es eigentlich so? Und daran muss sich was ändern, und habe deswegen die Nebulit gegründet, mit dem Ziel, dieses Thema für Kunden verfügbar zu machen, weil das einfach Probleme löst, mit denen wir uns seit Jahrzehnten rumschlagen. Sehr schön. Das heißt, du hilfst uns allen weiter. Event Modeling und auch Event Sourcing beobachte ich schon eine ganze Zeit. Also das ist ja nichts Neues. Und trotzdem finde ich super, dass du das jetzt in die Hand nimmst und dass du hier in Deutschland quasi in diese Expertise einsteigst und uns allen weiterhilfst. Du hast es ja aber nicht irgendwie einfach so gefunden. Also wie hast du damit Erfolge gehabt? Wie bist du darauf gekommen? Wie ist so der Ursprung? Wann hast du gedacht, das ist jetzt nicht einfach nur da, sondern Event Modeling ist wirklich richtig gut? Witzigerweise habe ich Event Modeling 2018 schon gefunden. Es kommt nicht von mir, ich habe das nicht erfunden, sondern erfunden hat es quasi der Adam Dimitruk aus Kanada.
Und der hat einfach diese Methode entwickelt aus der Not heraus. Er hatte eine kleine Firma, hatte wenig Entwickler und musste trotzdem in Time, Budget und Quality liefern. Und hat sich einfach überlegt, das muss irgendwie gehen. Auch wir als kleine Firma müssen irgendwie Projekte stemmen können. Und daraus ist im Prinzip Event Modeling entstanden. Dann hat er einen Artikel geschrieben, Event Modeling, what is it? Ist lesbar auf eventmodeling.org. Das ist so die Startseite, wo man in die Welt von Event Modeling einsteigen kann. Und ich habe diesen Artikel 2018 gelesen, kurz nachdem er ihn veröffentlicht hat. Und ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe ihn gelesen, habe mir gedacht, das ist ja eine ganz nette Idee, und ich habe ihn nicht verstanden und habe es dann wieder vergessen. Und bin zurück in meine Projektwelt gegangen und habe mich geärgert, dass all diese Projekte nicht funktionieren. Und dann irgendwann ich glaube, es war November 2021, bin ich wieder über diesen Artikel gestolpert, habe mir den Artikel wieder durchgelesen und dann ist mir ein Licht aufgegangen. Und dann habe ich gemerkt, das ist genau der fehlende Baustein. Genau das, was in allen Projekten fehlt. Das Puzzlestück, was Klarheit bringt und was endlich dafür sorgt, dass man Anforderungen so beschreibt, dass nicht nur die Techniker sie verstehen, sondern auch die Fachseite und im Prinzip jeder, der an einem Projekt beteiligt ist. Und dann habe ich im Prinzip sofort angefangen, bin ganz, ganz tief in diese Event-Modeling-Welt eingestiegen. Ich war der im Discord, also es gibt so einen Event-Modeling-Discord. Und ich glaube, ich war der am meisten Fragen gestellt hat. Alle Leute da waren total genervt von mir, weil ich ständig irgendwelche Fragen gestellt habe, weil ich wissen wollte, wie funktioniert das, wie muss man das machen. Genau, und irgendwann habe ich es halt wirklich verstanden, wie das Ganze funktioniert, habe dann mit den ersten Kunden wirklich zusammengearbeitet und versuche seitdem eigentlich nur noch damit zu arbeiten. Also das meiste, was ich mache, ist mit Kunden zusammenarbeiten, mit Event Modeling zu arbeiten und einfach versuchen, andere Firmen davon zu überzeugen, dass das der bessere Weg ist, wenn man einfach so viele Probleme damit lösen kann. Ja, sehr schön. Hört sich spannend an. Ich glaube, gleich werden wir auch noch mal reinschauen, was Event Modeling eigentlich ist. Vorher habe ich einige hilfreiche Links schon gehört, die werden wir in die Shownotes mit aufnehmen. Später zum Nachlesen, vielleicht geht es dem einen oder anderen dann auch so, dass er schon mal über den Artikel gestolpert ist und jetzt ihn dann intensiver liest. Aber jetzt hilf uns noch mal, pitch uns vielleicht mal Event Modeling so in der Nutshell. Was ist das und warum sollte ich es einsetzen? Im Prinzip ist es wirklich ganz einfach. Wie funktionieren Projekte typischerweise und woran scheitern die meisten Projekte? Die meisten Projekte scheitern an Kommunikation. Die Techniker können nicht mit der Fachseite reden, die Fachseite kann nicht mit den Technikern reden, weil die einfach nicht die gleiche Sprache sprechen. Und genau das macht Event Modeling. Im Prinzip, was machen wir? Wir setzen uns alle zusammen und wir versuchen, so ein System von Grund auf so zu modellieren, dass jeder versteht, was passiert da eigentlich. Und die größte Sache, die Event Modeling bringt, ist im Prinzip, wir modellieren ein System entlang einer Timeline. Das heißt, wir fangen von links an und modellieren das System genauso, wie man es auch verwenden würde. Das heißt, ich kann mich vor so ein Event Model setzen und ich kann links anfangen und kann es von links nach rechts lesen, wie so ein Buch. Wir arbeiten mit Screens, wir arbeiten mit Events und modellieren im Prinzip die Geschichte von unserem System. Wenn man mit Event Modeling arbeitet, dann arbeitet man typischerweise in 7 Phasen. Man hat 7 Phasen, die man so typischerweise durchläuft. In so einem Workshop, da können wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen drüber reden, wie so die typischen Workshops ablaufen. Aber anfangen tun wir immer mit einer ganz, ganz großen Gruppe idealerweise. Also ich hole immer alle Leute zusammen, die zu so einem Projekt dazugehören, und wir machen ein Brainstorming. Was heißt Brainstorming? Wir sammeln einfach alle Fakten, alles, was in unserem System passieren kann. Wir sagen Events dazu, aber man kann auch Fakten sagen, das ist eigentlich das Gleiche. So ein E-Commerce-System zum Beispiel, also ein Beispiel in dem Buch, was ich geschrieben habe, ist einfach so ein einfaches E-Commerce-System, so ein Card-System. Da könnte so ein Event einfach sein, Item added. Wenn ein User jetzt zum Beispiel ein Item, ein Produkt in seinen Warenkorb legt, Item added, Item removed oder zum Beispiel auch Card submitted. Einfach Dinge, die in unserem System passieren können. Da gibt es auch gar nicht so viele Regeln, sondern die einzige Regel ist eigentlich, wir formulieren die Sachen in der Vergangenheit. Das ist die einzige Regel, und im Brainstorming sammeln wir dann einfach so viele Events wie möglich. Und da ist schon der erste große Unterschied zu den typischen Projekten. Was wir hier nämlich machen ist, hier arbeiten wirklich alle zusammen. Die Fachabteilung, die Technik, Security, UX, manchmal sogar der CEO sind alle in einem Raum und wir sammeln Events. Und am Ende haben wir 200 oder 300 von diesen Events und plötzlich merken wir alle sprechen eine gemeinsame Sprache. Wir haben die gleichen Begriffe und plötzlich versteht jeder, was macht denn unser System eigentlich? Ohne dass wir über die Technik sprechen. Man sieht schon, das sind die Dinge, die unser System kann. 300 Events auf einem Board und jeder sieht genau, was unser System kann. Und das nächste, was wir machen, ist, wir bringen diese Sachen einfach in eine Reihenfolge.
Und sobald du diese Reihenfolge hast, wir nennen das Storyboarding, dann kannst du das System wirklich von links nach rechts lesen. Und du redest, zu keiner Zeit redest du über die Technik. Es ist einfach nur ein Sammeln der Dinge, die unser System tut. Und wenn du das geschafft hast, dann bist du gar nicht so weit weg davon, zu einem sauberen Systemdesign, weil das ist das Wichtigste, was du machen musst. Wir definieren ganz genau, was muss unser System eigentlich tun. Nicht das Wie. Wir definieren nicht das Wie. Wie ist die Sache der Entwickler. Die können sich später drum kümmern. Wichtig ist zu verstehen, was soll unser System eigentlich tun. Und dann im Prinzip geht es darum, dass wir einfach nur noch definieren, was sind denn wie kommen die Informationen in unser System? Das sind Commands, das sind die blaue Sticky Notes. Wie kommen Informationen in das System? Und wie kommen Informationen aus unserem System heraus? Es gibt nur diese beiden Richtungen. Entweder Informationen kommen ins System oder Informationen kommen aus dem System heraus. Was anderes gibt es nicht. Und tatsächlich ist es so, das ist das Einzige, was du brauchst, um das komplexeste System zu modellieren. Was man nämlich feststellt, und das war, glaube ich, einer der großen Aha-Momente, egal wie komplex dein System ausschaut, alle Systeme sind eigentlich gar nicht so komplex. Komplexe Systeme haben einfach nur mehr von diesen kleinen Bausteinen. Wir zerlegen im Event Model das System in klitzekleine Bausteine. Entweder du hast einen Baustein, der Daten in das System bringt, wir nennen das State Change, oder du hast einen Baustein, der Informationen aus dem System herausholt. Das nennen wir State View. Und mehr gibt's nicht. Und wenn du ganz viele dieser kleinen Bausteine aneinander reißt, merkst du plötzlich, du hast dein komplettes System modelliert und du weißt genau, wie es funktioniert. Und je komplexer das System ist, heißt nur, du hast mehr Bausteine. Das heißt nicht, dass die einzelnen Bausteine komplexer sind. Die sind immer gleich einfach. Du hast einfach nur mehr von diesen Bausteinen. Und damit kannst du jedes System dieser Welt modellieren. Es funktioniert immer. Das hört sich echt cool an. Ganz viele Fragen, die natürlich dann bei mir hochkommen, ist, wenn ich mir jetzt so eine große Gruppe an Leuten aus allen möglichen Abteilungen vorstelle, wissen die denn überhaupt, wie ihr System funktioniert? Also meine These ist, die Komplexität kommt durch die Wahrheit, die man sich offen lässt. Also wir lassen hier Einstelloptionen, ob es eventuell links oder rechts gehen könnte. Und wir wissen ja noch gar nicht, wie der User es benutzt. Wie nimmst du das denn wahr? Also so einfach runterschreiben geht wahrscheinlich auch nicht. Das werden hitzige Diskussionen sein, oder? Tatsächlich ist der Trick dabei, es wirklich so einfach wie möglich zu machen. Am schlimmsten ist es, mit Entwicklern zu modellieren. Das muss man wirklich sagen. Entwickler sind die schlechtesten Modellierer. Warum? Alle Entwickler neigen immer dazu, zu optimieren. Die wollen die Prozesse optimieren, die suchen die Abstraktionen und die machen es einfach viel zu kompliziert. Und ich gehöre selber dazu. Ich bin selber Entwickler und ich muss mir da wirklich an die eigene Nase fassen. Ich habe das auch jahrelang gemacht. Die Sachen einfach zu machen, ist das Schwierigste, was es gibt. Aber wer das richtig gut kann, ist die Fachabteilung. Die wissen nämlich genau, wie ihre Prozesse funktionieren und die modellieren die Software genau so, wie sie auch ist. Die kümmern sich nicht um Optimierung und das ist die beste Art und Weise, Systeme zu modellieren. Und wenn wir jetzt anfangen, so ein System zu modellieren, ist meine Aufgabe in so einem Workshop eigentlich immer nur dafür zu sorgen, dass wir nicht in die eine Richtung, also in die technische Richtung abdriften oder in die fachliche Richtung, sondern dass wir uns einfach auf das fokussieren, was macht dieses System eigentlich? Was sind die Screens, die wir sehen? Was sind die Buttons, die wir sehen? Wo können die User klicken? Was passiert, wenn man auf diesen Button hier klickt? Und wir machen das im Prinzip wirklich Schritt für Schritt von links nach rechts. Ganz, ganz einfach entlang einer Timeline. Am Ende hast du das komplette System modelliert. Und alle nicken am Ende und sagen, jawohl, das ist genau das System, was wir brauchen. Ja, das ist ja spannend. Und ich denke mal, ab einem gewissen Punkt macht es dann Klick und die Leute fangen an, in Events zu denken. Wie sind so deine Erfahrungen? Was passiert da mit den Leuten? Also das ändert sich ja. Wir sind ja alle trainiert, wir haben ja alle unsere Denkmuster. Deshalb hast du wahrscheinlich gesagt, es ist viel einfacher mit der Fachabteilung zu arbeiten, weil sie ja die ganze Implementierung da hinten gar nicht interessiert. Sie wollen einfach nur irgendeinen Prozess Unterstützung haben mit der Software. Ja. Und wie kriegst du die ITler dazu, das mal fallen zu lassen und dann wirklich in Events zu denken? Das ist wirklich ein Prozess. Also funktioniert am Anfang überhaupt nicht, speziell wenn es Entwickler sind, die schon jahrelang Erfahrung haben, die jahrelang mit Datenbanken arbeiten, die fangen sofort an und denken, okay, wenn ich das hier habe, wie sieht die Tabelle aus, wo ich die Dinge speichern muss? Wie ist das zu optimieren? Wo sind die Fremdschlüssel? Welche Relationen brauche ich? Das interessiert alles überhaupt nicht. Das ist alles überhaupt nicht wichtig. Was wichtig ist, was passiert in unserem System. Und die Fachabteilung, die machen das ganz natürlich. Die sagen, erst passiert das, dann passiert das, dann passiert das und dann passiert das. Und am Ende ist die Order abgeschickt. Wunderbar. Es ist wirklich ein Prozess und wie gesagt,
Entwickler brauchen am längsten und verstehen, wie das eigentlich gedacht ist. Was sind denn so typische Missverständnisse oder Sachen, die du immer wieder begegnest, wo du sagst, ja, könntest du vielleicht den Zuhörern einen Tipp geben, sich davon zu befreien oder das erstmal nicht zu machen? Und was sind so die Sachen? Ich kann mir vorstellen, da sind es immer wieder ähnliche Dinge, die dann immer Ja. wieder auftauchen. Also die erste Sache, die Entwickler immer machen, immer in jedem Workshop ist, die meisten haben das Buch gelesen von Eric Evans, Domain-Driven Design, und haben dann sofort diesen Begriff Aggregate im Kopf. Aggregate ist im Prinzip, Entwickler verstehen das eigentlich als so ein, wie baue ich mein Modell auf? Mein Modell besteht aus Aggregates, und die Entwickler fangen sofort an, in der ersten Session meistens schon, die Events in Aggregates zu strukturieren, und kommen sofort in dieses technische Denken rein, und das ist der größte Fehler, den man machen kann. Technik hat in Event-Modeling-Sessions nichts zu suchen. Okay, Technik kommt da raus. Das Ja. blaue Buch ist natürlich allen Domain-Driven Design-Leuten bekannt. Im Domain-Driven Design gibt es auch eine Methode, die heißt Event Storming. Und mir persönlich ist es so gegangen, ich habe mal gesagt, hey, lasst uns mal Event Modeling ausprobieren. Und dann, hey, du meinst wohl Event Storming? Nein, Ja. Event Modeling. Und kannst du vielleicht nochmal den Unterschied sagen? Also Event Storming ist auch in Europa entstanden, in Italien, und wird eigentlich sehr oft im Domain-Driven Design verwendet. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen aufklären, was das genau ist und wie es sich unterscheidet zum Event Modeling. Genau, ich habe ja eingangs gesagt, Event Modeling ist gar nicht so verbreitet, Event Storming schon. Also Event Storming ist viel weiter verbreitet als Event Modeling, und die beiden Methoden sind sich sehr, sehr ähnlich. Event Storming ist ein bisschen mehr High-Level als Event Modeling. Das heißt, die ersten Phasen, die sind eigentlich identisch. Wir starten immer mit einem Brainstorming, wir sammeln die Events, wir bringen die Events irgendwie in eine Reihenfolge, clustern die Events, aber Event Modeling geht dann mehr in die strukturierte Richtung, wie funktioniert mein System entlang einer Timeline. Das ist der große Unterschied. Das hast du im Event Modeling nicht. Im Event Modeling hast du die Cluster von Events und definierst dann im Prinzip so ein bisschen die Regeln, was gelten für die einzelnen Cluster, definierst deine bauende Kontexte. Event Modeling ist wirklich eher, wir modellieren entlang einer Timeline und wir fokussieren uns wirklich auf unser System. Und deswegen haben wir im Event Modeling auch wirklich Screens. Wir arbeiten mit Screens. Wir zeichnen einfache Screen-Mockups zum Beispiel, damit jeder versteht, okay, hier ist dieser Screen, hier ist dieser Button, da kann der User draufklicken. Gar nicht so sehr, wie die aussehen, das ist gar nicht so wichtig, aber dass man versteht, was ist die Information, die ins System kommt? Wo kann ich klicken? Und jeder weiß genau, wie das System funktioniert. Man kann sich es wirklich so vorstellen, als würde ich mich mit einem von der Fachabteilung an den Rechner setzen und dieses System einfach durchspielen. So kann man sich es vorstellen. Und das ist im Event Storming nicht. Im Event Storming geht es eher darum, diese Events wirklich zu finden. Was sind die wichtigsten Events? Im Event Storming heißt es Pivot Events. Bisschen mehr High Level, und Event Modeling ist ein bisschen näher an der Implementierung. So würde ich es beschreiben. Was ich auch spannend finde, ist, du hast schon ein paar Mal erwähnt, den Faktor Zeit mit reinzubringen, eine Reihenfolge zu setzen. Also Event Modeling ist ja eher eine Aggregation von den Ereignissen, die ich habe, aber es sagt mir nichts daraus, was folgt auf was und was für eine Rolle spielt dort Zeit. Sehr, sehr spannend. Eingangs hatte ich es schon mal im Intro erwähnt. Du hast so ein Statement, was du sehr oft raushaust. Software, hast du vorhin auch schon gesagt, Software ist nicht kompliziert, wir machen sie nur kompliziert. Und du gehst sogar so weit, dass man sagt, das ist ganz Schätzerei. Ich habe dafür eine Lösung. Ich kann es zum Fixpreis anbieten. Was machen wir alle falsch? Warum kannst du das? Also so weit würde ich nicht gehen, dass alle was falsch machen. Ich habe einfach für mich einen Weg gefunden, der einfach funktioniert. Was wir im Event Modeling machen, ist, wir zerlegen das System, habe ich vorher schon gesagt, in diese kleinen Bausteine. Wir nennen das Slices. Das große Problem ist, wir Menschen wir sind super schlecht darin, große Dinge zu schätzen. Du fängst dann an zu schätzen, hast einen kompletten bauenden Kontext, sollst schätzen, wie lange brauchst du, um den zu bauen. Und was du dann typischerweise bekommst, ist XXL, eine XXL-T-Shirt-Size. Niemand kann damit was anfangen. Damit kannst du nichts anfangen. XXL kann sein, das sind 10 Tage, kann sein, das sind 25 Tage. Typischerweise hast du dann irgendwo diesen typischen Umrechnungsfaktor, Story Point in Personentage. Die meisten Firmen wollen agil arbeiten, arbeiten dann mit Story Points, weil wir ja Komplexität schätzen. Und in jedem Projekt gibt es irgendwo diesen Umrechnungsfaktor, der Story Points in Personentage umrechnet. Weil am Ende des Tages das Einzige, was den Projektmanager interessiert, ist, wann ist es fertig?
Wie viele Storypoints interessiert niemanden? Wann ist es fertig? Wollen die meisten wissen. Und diese großen Dinge zu schätzen, ist super schwer. Was wir aber super gut können, ist, wir können kleine Dinge schätzen. Kleine Dinge verstehen wir super gut. Und deswegen zerlegen wir im Event Modeling dieses System in kleine Slices. Und jeder Slice ist ungefähr gleich groß. Für mich ist ungefähr ein Tag Arbeit, ein Slice ist ein Tag Arbeit. Das heißt, wenn ich ein System habe mit 10 Slices, dann kann ich das in 10 Tagen ungefähr bauen, weil ich weiß, ich brauche ungefähr einen Tag für einen Slice. Inklusive UI, inklusive Backend, alles, was dazugehört. Ein Slice kann jetzt zum Beispiel sein, ich habe eine UI, ich habe einen Button, ich klicke auf diesen Button und die Informationen werden im System gespeichert. Inklusive allem, was dazugehört. Und das könnte ich so auch dann in Produktion deployen. Und wenn ich jetzt einen Tag brauche für so einen Slice und ich habe ein System, was eben vielleicht 100 Slices groß ist, dann weiß ich, dieses System hat 100 Tage Aufwand. Und weil ich genau weiß, wie lange ich für einen Slice brauche, kann ich für diesen Slice auch einen Fixpreis ansetzen. Und dann funktioniert es. Der Trick ist, diese kleinen Bausteine, die Größe der Arbeitspakete, das ist der Trick. Je kleiner, desto besser. Und viel kleiner als ein Tag kriegst du es nicht hin, aber ein Tag ist eine super gute Messlatte. Okay. Passiert da nicht automatisch, dass dann das Event-Model oder den Slice in den Tag gepackt wird und dass ich dann vielleicht Abstriche mache in meiner Ausführung, also damit es da reinpasst? Also tatsächlich sind die Slices, also manchmal ist natürlich ein Slice größer als ein Tag, das kann man nicht vermeiden. Manchmal ist ein Slice aber auch viel kleiner als ein Tag. Und im Mittel aber kommst du immer, es muss nicht ein Tag sein, vielleicht sind es auch 2 Tage. Also, aber im Mittel kommst du eigentlich immer bei einem Wert raus, das ist unsere Durchlaufzeit für einen Slice. Und damit lässt sich wirklich ein Projektplan erstaunlich genau machen. Wirklich erstaunlich genau. Der große Vorteil daran ist wirklich, auch wenn du jetzt ein System modellierst mit 100 Slices, dann wirst du natürlich diese 100 Slices nicht fertig bauen. Weil wenn eine Sache in Projekten sicher ist, dann ist es, dass sich Requirements ändern. Und das ist das große Problem in den typischen Projektplänen. Die typischen Projektpläne, die hassen Änderungen. Die hassen Change. Aber Requirements ändern sich. Und wenn du so kleine Arbeitspakete hast, dann bedeutet das, wenn sich Requirements ändern, nur, dass sich zum Beispiel ein Slice ändert oder dass sich 2 Slices ändern oder dass vielleicht neue Slices dazukommen. Dann habe ich vielleicht am Ende mein System, was nicht 100 Slices hat, sondern 110. Und dann zahlt der Kunde halt 110 Slices. Aber jederzeit ist klar, wenn wir diese Requirements ändern, kommen 5 Slices hinzu und für den Kunden ist völlig transparent, dann zahle ich 5 Slices mehr. Aber ich bekomme genau das, was ich haben möchte. Ja, super spannend. Also das heißt, je kleiner wir unterwegs sind, besser können wir das Ganze abschätzen. Und wir können auch schneller unterwegs variieren, wenn wir merken, das Projekt shiftet in eine andere Richtung, werfen wir Slices raus, fügen neue hinzu. Ja. Du hattest eingangs gesagt, der Slice ist immer eine lieferfähige Einheit, also wahre Agilität hier. Also das heißt, andere Projekte sind dann nicht so agil wie mit Hilfe dieser Methode. Genau, also du bist wirklich, das ist echte agile Entwicklung, weil du wirklich von Tag zu Tag flexibel reagieren kannst. Typischerweise, du lieferst jetzt nicht einen Slice in Produktion, das könntest du natürlich technisch, machst du aber nicht. Wir gruppieren die Slices nochmal, wir nennen das Chapter, einfach in so fachliche Einheiten. Also zum Beispiel so ein Produkt in den Warenkorb legen. Könnten jetzt 3, 4 Slices sein. Ein Slice ist, ich lege das Produkt in den Warenkorb. Ein Slice ist, ich zeige dieses Produkt dann wieder an. Und das ganze Paket kannst du dann dem Kunden liefern und das sind zum Beispiel 3 Slices. Und sowas kannst du dann wirklich in Produktion liefern. Ja, spannend. Du hast es mir schon fast verkauft. Jetzt bin ich einer, der hört dir zu in dem Podcast zum Beispiel oder ich schaue mir Videos an und ich habe was gefunden. Ich will das unbedingt einführen. Bin total motiviert. Komm rein, wir machen die ersten Sessions und dann klappt das nicht so, wie das in deiner Idealwelt aussieht. Was für Tipps hast du denn? Also dieses gefährliche Halbwissen. Also ich denke, ich habe das ganz gut verstanden, wie du es gesagt hast und habe auch deine ganzen Videos gesehen. Und ja, was für Tipps gibst du da den Leuten? Wie kann man da? Was nicht funktioniert, ist typischerweise einfach loslegen und einfach mal machen. Theoretisch kann das funktionieren, aber es ist einfach, es kommen dann so viele Fragen auf und dann hängt man und fragt sich, wie muss ich das jetzt modellieren? Und plötzlich ist die ganze Session ins Stocken. Die Fachabteilung interessiert sich dann nicht mehr dafür, schweifen ab und dann plötzlich funktioniert es nicht mehr. Was ich immer empfehlen würde, ist in den ersten paar Sessions einen Facilitator dazu zu holen, der das einfach schon 100-mal gemacht hat und der genau weiß, wie man so eine Session am Laufen hält. Also
das bietet sich wirklich an und das spart auch wirklich Zeit. Später ist es vielleicht nicht mehr notwendig, wenn die Entwickler oder wenn die Beteiligten eine gewisse Erfahrung haben und auch wissen, wie man bestimmte Dinge modelliert, dann läuft es eigentlich ganz gut. Aber gerade am Anfang würde ich sehr empfehlen, da einfach jemanden dazu zu holen, der dafür sorgt, dass die Session am Laufen bleibt. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Inhalten gibst du natürlich auch Workshops. Wenn wir jetzt einen Workshop zusammen machen, wie läuft das denn so ab? Welche Tools benutzt du dort? Ja. Nimm uns da mit auf die Reise in so einen Workshop. Genau, also es gibt zwei Arten von Workshops. Ich mache Workshops, die wirklich das Ziel haben, Event Modeling als Methode aufzuzeigen. Das mache ich aber gar nicht so gerne, sondern am besten funktionieren die Workshops. Wir nehmen uns ein konkretes fachliches Problem und wir erarbeiten uns das im Prinzip gemeinsam. Also genauso wie man das auch in einem Unternehmen machen würde, wir haben ein Problem und wir müssen es modellieren, lass uns das einfach mal probieren. Typischerweise sind es 2 Tage, die wir machen und wir, genau wie ich es vorher gesagt habe, wir fangen im Prinzip an mit dem Brainstorming und gehen durch diese ganzen Phasen, die man im Event Model hat und wir machen das typischerweise in Miro. Also digital auf einem Whiteboard. Ich habe gerade vorletzte Woche habe ich in München einen Workshop gemacht. Da haben wir es mit echten Sticky Notes gemacht, an einer echten Wand. Habe ich schon jahrelang nicht mehr gemacht und tatsächlich muss ich sagen, es funktioniert auch nicht richtig gut. Also diese Sticky Notes hin und her zu schieben, das dauert einfach viel zu lang. Man verliert unglaublich viel Zeit. Also ich würde immer empfehlen, das Ganze digital zu machen. Mein Tool der Wahl ist Miro, funktioniert einfach völlig problemlos und man ist da auch sehr, sehr schnell unterwegs. Also das ist so das, was ich verwende. Ich habe auch ein Tool geschrieben für Miro, also ein Plugin, was man in Miro einfach verwenden kann. Das ist das Event Modeling Toolkit, was einfach so ein bisschen die Event Modeling und alles, was dazugehört, direkt nach Miro bringt, mit ein bisschen Automatisierung, ein bisschen Validierung, was man im Prinzip braucht, um zu arbeiten. Du hast ja erzählt, ihr habt, glaube ich, auch so Color Codes für die Sticky Notes dann, die unterschiedliche Bedeutungen haben für Input, Output und Ganz vielleicht genau. auch, ja, sehr spannend. Wenn du jetzt mal so in deiner Vergangenheit siehst, bist du irgendwann schon mal in so ein Projekt reingekommen, hast gedacht, oh Gott, was ist das jetzt hier? Und hast den Vorschlag gemacht, lass uns doch mal Event Modeling machen und hast damit das Projekt geredet. Hast du dort irgendwelche War Stories für uns? Das kommt tatsächlich ständig vor. Das kommt wirklich ständig vor. Also ganz, ganz häufig ist es so, dass das Projekt irgendwo hängt, dass irgendwo der Knoten ist und man kommt einfach nicht so genau weiter. Man weiß nicht so genau, was ist überhaupt das Problem, woran liegt's? Ist es die Technik? Sind es die Anforderungen? Wieso kommen wir hier nicht weiter? Wieso drehen wir uns ständig im Kreis? Und ganz, ganz häufig ist es so, lass uns das mal alles beiseite legen. Wir modellieren mal das System und wir gucken einfach mal, was passiert. Und dann ganz häufig ist es so, dass dann der große Aha-Moment kommt und sagt, okay, das ist der Grund, warum es nicht funktioniert. Wir haben hier eine Race-Condition und das sehen wir haben wir von außen gar nicht gesehen und jetzt sehen wir plötzlich, da gibt es diese Abhängigkeiten. Und wenn man das modelliert, dann wird plötzlich klar, oh, so funktioniert es. Und gerade kürzlich hatte ich das in einer Plattform, die ich für Anwälte gemacht habe. Da war auch Dokumentenmanagement und es war nicht ganz klar, wieso ist das so kompliziert? Die Dokumente müssen hochgeladen werden, die müssen validiert werden und irgendwie alles total kompliziert. Wenn man es aber dann mal modelliert hat, dann war es plötzlich total einfach. Dann war ganz klar, das muss passieren, das muss passieren, das muss passieren und eigentlich gibt es da auch keine Parallelität und gar nichts. Das ist alles ganz, ganz einfach nacheinander. Wir haben es einmal ausmodelliert. Der Code aber, der schon da war super komplex, super kompliziert, viel komplizierter, als er hätte sein müssen. Okay, also mit den Fachleuten sprechen, die ganze Wahrheit in Form von Events und Modellierung auf den Tisch. Ja. Aber in gewissen Punkt muss natürlich so ein Slice auch umgesetzt werden in Code. Gibt es da irgendwelche Frameworks oder sagst du, das sind einfach nur Funktionen, die 3-Zeiler, 10-Zeiler sind und die super simpel? Also wie komme ich jetzt von der Theorie, weil ich kann mir vorstellen, es gibt ganz viele Architekturzeichnungen, die erstellt werden und dann ist so diese Übersetzung von der, ich sag mal, Theorie der Zeichnung des Systems bis hin zu Code. Wie komme ich jetzt von dem Event Model zum Code? Das hängt immer ein bisschen davon ab, was die Zielplattform ist. Also ich arbeite ganz viel mit Event Sourcing, da werden wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen drüber sprechen. Und speziell mit Event Sourcing ist die Übersetzung aus dem Eventmodell extrem einfach, weil es fast ein 1:1 Mapping ist. Und das Schöne ist wirklich, also ich arbeite ganz viel mit Code-Generierung. Also ich generiere mir tatsächlich den Code direkt aus dem Eventmodell und habe dann im Prinzip fast einen vollständigen Slice, den ich dann nur noch ein bisschen anpassen muss, zum Beispiel in der UI oder sowas. Aber der grundsätzliche Code lässt sich fast komplett generieren aus dem Eventmodell. Und das Schöne ist aber, diese Slices
da die so klein sind, sehen die eigentlich immer gleich aus. Das heißt, wenn ein neuer Slice gebaut wird, dann ist es fast immer eine Kopie von einem alten Slice. Du kannst immer einen alten Slice nehmen, kopierst den einfach und passt den ein bisschen an, weil die eigentlich alle gleich aussehen. Speziell Event Sourcing und auch, wenn man mit Event Modeling arbeitet, wir arbeiten da ganz, ganz viel mit Patterns. Das ist eigentlich Patterns, die du lernst und dann immer und immer und immer wieder anwendest. Das ist immer das Gleiche. Nachteil davon, das Programmieren wird extrem langweilig. Programmieren ist super, super langweilig, weil du ständig das Gleiche machst. Aber wenn man, wie bei so einer Kata im Kampfsport, wenn man ständig das Gleiche macht, dann bist du irgendwann einfach super effizient, genau darin, diese Dinge zu tun. Und da kommt die Geschwindigkeit her. Hört sich gut an. Ja, Events und Event Sourcing liegt nahe. Du hast eben schon angesprochen, was ist eigentlich Event Sourcing und wozu brauche ich das? Event Sourcing, da scheiden sich ja immer noch so ein bisschen die Geister. Also auch genau wie Event Modeling, Event Sourcing ist nach wie vor so eine kleine Nische, möchte man meinen, aber tatsächlich ist es so, ich spreche mit extrem vielen Unternehmen und tatsächlich viele Unternehmen arbeiten bereits mit Event Sourcing. Also es ist gar nicht so eine kleine Nische, wie man vielleicht vermuten würde. Aber was ist Event Sourcing? Im Prinzip, anstatt Dinge einfach flach in einer relationalen Tabelle zu speichern, also zum Beispiel zurück zu meinem Card-Beispiel, ich habe mein Card und ich habe irgendwelche Card-Items und ich habe dann vielleicht eine Tabelle, wo ich so einen Card einfach speichere. Und jedes Mal, wenn ich was an diesem Card ändere, dann speichere ich den neu in meiner Tabelle. Funktioniert, aber was ich natürlich jedes Mal verliere, ist im Prinzip die Historie. Wie bin ich überhaupt zu diesem Card gekommen? Hat der User vorher vielleicht ein Item in den Card gelegt, hat ein Item entfernt? Die ganze Historie, die geht dabei eigentlich verloren. Und was wir in Event Sourcing machen, ist, wir speichern uns die Event. Also im Prinzip jedes Mal, wenn sich irgendwas im System verändert, dann speichern wir das. Wir speichern uns ein kleines Item Added Event, ein kleines Item Removed Event und haben dann im Prinzip die komplette Historie unseres Systems in einigen Event Streams gespeichert. Der große Vorteil davon ist aber, da ich diese ganzen Daten in meinem Event Stream habe, habe ich jetzt auch die Möglichkeit, mit diesen Daten zu arbeiten. Und diese Möglichkeit, die verliere ich so ein bisschen, wenn ich ohne Event Sourcing arbeite. Denn ich kann jetzt im Prinzip aus meinen Events beliebige Repräsentationen für mein System bereitstellen. Wir nennen das Projektion. Also ich könnte jetzt zum Beispiel eine Projektion für meinen Card bereitstellen, indem ich einfach alle Events aus meinem Event-Stream nacheinander einspiele und mir dann meinen Card neu zusammenbaue. Wenn ich ein Item entferne und ein Item hinzufüge, habe ich hinterher ein Item in Card. Und so kann ich im Prinzip meine Projektionen dynamisch zusammenbauen. Jetzt kann es aber auch passieren, dass plötzlich eine ganz neue Anforderung kommt. Ich brauche sowas wie Analytics für meinen Card. Ich möchte wissen, ja, wie oft entfernt denn jetzt eigentlich ein User so ein bestimmtes Produkt aus dem Warenkorb? In einem CRUD-System, wo ich nur flache Cards gespeichert habe, ist es quasi unmöglich herauszufinden für historische Daten. Außer ich habe vielleicht sowas wie historisierte Tabellen oder sowas und muss mir dann mühsam aus meinem Analytics-System diese Daten oder aus dem Data Warehouse diese Daten heraussuchen. In Event Sourcing ist es im Prinzip eingebaut. Egal welche Anforderungen ich habe, ich kann mir diese Daten so aufbereiten, wie ich sie brauche. Also im Prinzip, was wir machen, ist, wir sorgen dafür, dass wir die Fragen, die morgen gestellt werden, heute beantworten können. Ja, super spannend. Also gerade wenn man solche Audit-Trails sich anguckt, in Standardsystemen hat man ja, Feld A wurde von A nach B geändert. An dem Datum, also jeder Auditor, der sowas auseinandernehmen muss und dann einen Rückschluss aufs System kriegen möchte, der wird ja verrückt. Und wir speichern sozusagen die Historie. Das klassische Beispiel, was du genannt hast, ist natürlich der Shopping-Card, ist aber auch der Bank-Account. Also wir speichern nie die Summe auf dem Bankaccount, sondern die einzelnen Transaktionen und am Ende des Tages gibt es dann immer eine Summe. Jetzt sind das natürlich triviale Beispiele und wir haben ja Systeme, die irgendwie dann erst interessant werden, wenn sie übergreifend Daten hin und her schieben. Wie groß oder wie klein sollte denn so ein Event-Stream sein? Wie kann ich da in der Modellierung besser werden? Wir denken alle in CRUD oder die meisten zumindest, die haben dann irgendwie Master Detail oder irgendwelche normalisierten Datenstrukturen im Kopf. Und jetzt in Events zu modellieren oder Event-Streams zu modellieren, wie groß darf der sein? Wie muss der sein? Hast du da vielleicht noch ein bisschen komplexere Beispiele, dass man das noch ein bisschen greifbarer machen kann? Genau, das generisch zu beantworten ist extrem schwer. Das hängt immer so ein bisschen vom Use Case ab. Das größte Argument, was ich immer wieder höre, wenn ich mit Unternehmen, mit Kunden über Event Sourcing spreche, ist, was passiert denn, wenn ich jetzt Millionen von Events habe und ich möchte mir meine Projektion zusammenbauen?
ich habe keine Zeit, da stundenlang zu warten, bis diese ganzen Millionen von Events verarbeitet sind. Typischerweise ist es aber nicht so, dass man Millionen von Events verarbeitet. Die Event-Streams selber sind meistens überschaubar klein. Also wir reden da von Hunderten, vielleicht ein paar tausend Events, Millionen Events in einem Event-Stream ist eher ein Anti-Pattern. Also kann natürlich mal vorkommen, kann man nicht ausschließen, aber meistens versucht man das Ganze eher so ein bisschen fachlich so zu modellieren, dass die Streams relativ klein sind. Also bestes Beispiel zum Beispiel, wenn du ein Kassensystem modellierst, dann ist der Stream typischerweise einfach alle Zahlungseingänge, Zahlungsausgänge an einem Tag. Dein Stream ist, du hast nicht eine Kasse, die über Monate und Jahre hinweg Events speichert, sondern du hast genau die Streams für diese eine Kasse an diesem einen Tag. Und am nächsten Tag startest du einen neuen Stream. Und damit hast du im Prinzip immer kurze Streams, mit denen du arbeiten kannst und verhinderst, dass das System so unglaublich groß wird. Also dann habe ich jetzt für mich rausgehört, dass Pattern, wenn ich zu viele Events habe, ist es ein Indikator dafür, dass ich falsch modelliert habe. Also das heißt, Nicht zwangsläufig, aber ja. also bei überschaubaren Systemen sollten die nicht in die Millionen gehen, sondern dann habe ich eine überschaubare Anzahl an Events, die ich noch verarbeiten kann. Es gibt fast immer gibt es einen fachlichen Weg, die Streams klein zu halten. Und die Person, die dir das ziemlich genau sagen können, ist die Fachabteilung. Wenn man die fragt, was ist denn so ein, wann ändert sich denn quasi so ein Abrechnungszeitraum? Können die dir ganz genau sagen, was die Regeln sind und wie das funktioniert. Und das matcht sehr, sehr häufig mit den Streams. Super spannend. Und ja, echt toll. Das heißt, wenn wir dann dort die Fachabteilung wieder mit einbeziehen, dann kriegen wir die Informationen, die wir brauchen. Ja. Oft sind jetzt Events, ist auch ein bisschen ein Trendthema geworden. Also wir haben irgendwie, alle wollen Kafka benutzen. Wir haben Events im UI und Events im Backend. Manche versuchen, die Events aus dem UI dann wieder zu verwerten im Backend. Wie siehst du das? Wie unterscheidet sich das, wenn ich jetzt solche UI-Frameworks habe, die auch so einen Single-Stream-Flow haben, wo quasi alles in eine Richtung nur geht, wie bei React und anderen? Ja. Was brauche ich da in meinem Kopf, um das auseinanderzuhalten? Was ist deine Empfehlung? Genau, die Events, mit denen man im Frontend arbeitet, das sind typischerweise nicht die Events, die relevant sind für Event Sourcing. Was wir da haben, ist im Prinzip Button klickt und eher so technische Events. Das ist gar nicht so sehr, über was wir sprechen. Im Event Sourcing und auch im Event Modeling interessieren uns im Prinzip die fachlichen Events. Wann ändert sich unser System? Wir nennen das State Transition. Wann ändert sich wirklich was signifikant in unserem System? Das sind die Events, an denen wir wirklich interessiert sind. Und die Events im Frontend, das sind wirklich zwei unterschiedliche Sachen, die würde ich auch nicht unbedingt vermischen. Was man natürlich machen kann, ist, man kann die Events aus dem Backend im Frontend verwenden, um beispielsweise die Views im Frontend aufzubauen. Also Frontend Event Sourcing ist möglich und mache ich auch gelegentlich mal. Das funktioniert, ist aber völlig was anderes als jetzt zum Beispiel so ein Klick auf einen Button, was auch in React ein Event ist. Das sollte man nicht vermischen. Okay, spannend. Das heißt, du nimmst die Technologie, die du auf dem Server benutzt, auch mit in das UI rein, um dort vielleicht so ein UI-Caching auch zu haben. Aber das sind dann nicht diese Click-Events und irgendwelche State-Change-Events auf UI-Ebene. Ja, also was typischerweise passiert ist, du klickst in React zum Beispiel auf einen Button, der Button verursacht einen Call gegen das Backend und dann auf dem Backend-Seite wird im Prinzip ein neues Event erzeugt, damit wir speichern, hier hat sich was verändert und das wird dann wiederum ans Frontend gegeben, um Views zu aktualisieren. Da wird dann sowas wie Server-Send-Events zum Beispiel verwendet, um einfach die Notification ans Frontend zu geben. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber die beiden Event-Typen würde ich strikt trennen. Okay, danke. Danke für die Klarstellung dort. Jetzt haben wir schon einige Punkte gehört. Du hast das blaue Buch Domain-Driven Design erwähnt. Du hast irgendwann mal von Commands gesprochen, was schon in die Richtung CQRS geht. Wir haben Event Sourcing jetzt gehabt. Und du sagst trotzdem, es ist einfach. Im Prinzip ist es wirklich komplett einfach. Natürlich muss man ein bisschen umdenken. Das Schwierigste bei Event Sourcing, wenn man anfängt mit Event Sourcing, ist das Allerschwierigste Unlearning. Also die Sachen zu vergessen, die wir jetzt 10 oder 20 Jahre lang gelernt haben. Weil es ist was anderes. Es ist eine andere Art zu arbeiten. Und neu zu denken und Dinge eben nicht mehr so zu machen, das ist das Schwierigste. Und daran scheitern viele. Ohne Hilfe.
Okay, das geht nicht nur bei der Softwareentwicklung so, dass es auch in anderen Bereichen so Ja. das Unlearning sehr, sehr schwierig ist. Wir sind alle Gewohnheitstiere. Wann passt denn Event Sourcing nicht zu mir? Also wie sind so die Entscheidungsmuster? Ist das was jetzt, also bei dir hört sich so an, du setzt es sehr viel ein und sehr oft ein. Für dich ist es quasi ein Tool im Baukasten, aber es ist mit Sicherheit kein goldener Hammer. Was sind für mich so die Entscheidungskriterien, wann ich es nicht machen sollte, wann ich es auf jeden Fall machen sollte? Also mein Denken ist hier wirklich genau andersrum wie das Denken von den meisten Entwicklern, glaube ich. Die meisten Entwickler sagen, ich mache eigentlich immer CRUD, außer ich habe einen guten Grund und dann mache ich vielleicht Event Sourcing. Bei mir ist es genau andersrum. Mein Default ist immer Event Sourcing. Immer. Und nur wenn ich einen ganz, ganz guten Grund habe, dann mache ich vielleicht CRUD. Aber Event Sourcing ist wirklich der Default. Und das ist auch unabhängig von der Größe des Systems. Also es ist nicht so, dass ich sage, für ein einfaches System lohnt sich Event Sourcing nicht, weil es zu komplex ist oder zu kompliziert. Ganz im Gegenteil. Sehe ich überhaupt nicht so. Event Sourcing ist der einfachere Weg und ich würde immer Event Sourcing machen, außer ich habe wirklich einen extrem guten Grund, das nicht zu tun. Ein extrem guter Grund könnte zum Beispiel sein, entweder ich habe wirklich ein reines CRUD-System, wo ich eine Oberfläche habe, wo ich einfach nur Daten speichere, keinerlei Fachlichkeit oder irgendwas, dann ist auch CRUD völlig ausreichend, dann brauche ich kein Event Sourcing. Oder ich habe irgendwelche ganz, ganz strikten Anforderungen, was das Speichern von personenbezogenen Daten angeht, die nicht in so einem Stream gespeichert werden dürfen. Aber selbst da gibt es eigentlich in Event Sourcing saubere Möglichkeiten, das abzubilden. Das heißt, mein Standard ist eigentlich immer Event Sourcing und es gibt eigentlich nur ganz, ganz wenig. Ich habe in den letzten 2 Jahren kein System gebaut, was kein Event Sourcing hat. Okay, wenn du von solchen CRUD-Systemen sprichst, wo einfach nur Daten reingeklimpert wird, sollte man sich vielleicht auch fragen, brauche ich dieses System wirklich? Ja, Oder nehme ich vielleicht Excel oder sowas Excel, einfach? genau. Ja. Sage ich wirklich ganz häufig, bei so einem System, warum schreibst du da Software? Nimm doch Excel. Excel kann das. Ja, Du genau. brauchst kein System dafür. Ja, sehe ich genauso. Ja, spannend. Ich glaube, ein weiterer Punkt, der absolut für Event Sourcing spricht, ist natürlich der KI-Hype. Also viele Leute denken jetzt, sie sprinkeln irgendwie ein bisschen KI-Magic über die Applikation und quasi alles das, was ich nicht modellieren kann, macht dann die KI automatisch für mich. Aber die KI braucht auch Daten und je besser die Daten sind, je mehr Informationen, auf die KI zugreifen kann, umso besser kann man die Power von LLMs zum Beispiel auch in der Applikation nutzen. Das heißt, das spricht natürlich auch dafür, jetzt, wenn wir nicht nur den State einmal speichern, sondern wie kommen wir dahin, über welchen Zeitraum hilft uns dort auch weiter, bessere Datenqualität, Historien zu bekommen. Und ich bekomme ein Audit Trading for free. Super spannend. Die Unternehmen, die vor 10 Jahren angefangen haben, mit Event Sourcing zu arbeiten, die sitzen jetzt auf einer reinen Goldmine. Die haben nämlich die komplette Historie, können die LLMs mit ihren Daten füttern und haben im Prinzip vorbereitete LLMs, die exakt verstehen, wie das Business funktioniert, die exakt verstehen, wie alles funktioniert und die können jetzt mit diesen Daten arbeiten. Das ist eine reine Goldmine. Und ich kann das nur empfehlen. Das ist einfach zusammen mit AI ist Event Sourcing ein absoluter Traum. Nicht nur im Betrieb, sondern auch was das Modellieren angeht. LLMs verstehen Event Modeling hervorragend, weil wir so kleine Kontexte haben, mit denen wir arbeiten. Das heißt, AI zu verwenden, Code zu generieren aus einem Event Model ist super einfach. Und jede AI versteht Event Modeling sofort. Du kannst dir Tests generieren, die verstehen das ganz, ganz wunderbar. Das passt hervorragend zusammen. Das heißt, du machst jetzt weniger AI-Coding, du machst mehr AI-Modeling an der Stelle. Genau. Aktuell hast du ja den Trend Vibe-Coding, wovon ich wirklich überhaupt kein Freund bin. Es kann nicht funktionieren. Du kriegst zwar schnell irgendwie was läuft, aber ist halt nicht wartbar. Was ich mache, ist Vibe Modeling. Und Vibe Modeling funktioniert ganz hervorragend. Ich habe eine AI-Integration in dem Miro Toolkit und ich spreche im Prinzip mit der AI und daraus entsteht das Modell. Super einfach. Und dann kannst du daraus Code generieren. Ganz hervorragend. Sehr schön. Auch nochmal ein interessanter Tipp, da mal tiefer reinzuschauen, für das Modeling AI zu benutzen. Echt genial. Also du hast mir schon wieder ein Stück mehr verkauft, jetzt auch noch mit Event Sourcing. Das Thema, viele haben aber jetzt nicht die grüne Wiese, wo sie starten. Die haben eventuell ein CRUD-System. Wie können die dann anfangen, den Gusszeh ins kalte Wasser zu stecken? Was ist dort der beste Weg? Gibt es da so Übergangsszenarien? Wie macht man das? Wie komme ich jetzt von meiner Datenbank, die schön modelliert ist, die schon seit Jahren läuft? Und jetzt habe ich den Podcast gehört und denke, ja, das müssten wir doch mal machen. Wie komme ich von A nach B ohne Unfall? Ich habe heute mit einem Kunden gesprochen, die genau dieses Problem haben. Die haben ein
eine riesengroße Landschaft, alles CRUD, keinerlei Event Sourcing, gar nichts. Und der wollte einfach nur wissen, ich finde das interessant, wo fange ich an? Was kann ich tun? Was ich immer rate ist, egal ob man jetzt auf der grünen Wiese anfängt oder nicht, ich würde immer das modellieren, was schon da ist. Nimm dir das System, was schon da ist, und modellier es einfach. Das erste ist, du kriegst einen Überblick, was macht eigentlich unser System? Weil in den meisten Unternehmen ist es so, die haben keine Ahnung, was die Systeme eigentlich tun. Die haben eine grobe Idee, aber so richtig im Detail, was passiert da eigentlich unter der Haube, das weiß keiner. Und wenn man dann anfängt und einfach mal alle Know-how-Träger im Unternehmen zusammenholt in so eine Event-Modeling-Session und vielleicht 2 Stunden in der Woche einfach modelliert und einfach mal guckt, was machen eigentlich unsere Systeme? Dann hat man vielleicht nach 1 oder 2 Monaten so eine richtig schöne Map, so eine Karte von unserer Systemlandschaft, und man sieht genau, wo sind denn eigentlich die Zusammenhänge. Und so würde ich immer anfangen. Immer das modellieren, was schon da ist. Das ist ohne Risiko, das ist relativ einfach und man hat einen riesen Benefit davon. Ich würde immer so anfangen. Okay, vielleicht auch, also aus dem Microservice, also wenn man in der Microservice-Umwelt ist oder in der Transition da ist, dann operiert man natürlich nicht gleich am offenen Herzen, dann nimmt man sich vielleicht erstmal Teile außenrum, Ja. wo man damit anfangen kann. Und du sagst, das Know-how ist das Wichtigste, das alles offenlegen, also mit den Leuten sprechen, die im Business sind, diese große Map mal aufbauen. Ja. Und dann kann man sich ja für Slices entscheiden, die man dann Stück für Stück überführt. Ja, man kann dann einen kleinen Bereich könnte man rausschneiden und könnte das vielleicht einfach mal testweise in ein neues System überführen. Genau, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, aber das Wichtigste ist erstmal, das Know-how irgendwie zu strukturieren, so dass jeder damit arbeiten kann. Ist ja auch ein ganz hervorragendes Tool für Onboarding. Ich habe nie so schnelle Onboardings gesehen wie ein System, was modelliert ist. Man kann jemanden da hinsetzen, der versteht innerhalb von 1 Stunde komplett, wie das System funktioniert. Wenn ich da zurückdenke, 2014, ich habe in Projekten gearbeitet, da war es völlig normal, 3 Monate oder 6 Monate Onboarding zu haben. Bis die Leute richtig produktiv waren, 6 Monate. Das ist komplett verrückt. Nimm ein Event-Model, setz jemanden hin, nach einem Tag kann der dir genau sagen, wie das System funktioniert. Ja, Wahnsinn. 6 Monate ist wirklich lang, aber nicht unrealistisch. Gerade je größer die Strukturen sind, je komplexer die Systeme, Ja. habe ich ja heute gelernt, verbaut wurden. Also die sind eigentlich einfach, die Systeme. Ja. Du hast es eben gesagt, Know-how-Aufbau. Ein guter Weg, dieses Know-how auch aufzubauen, nicht nur das Organisationswissen, sondern auch, wie funktioniert Event Sourcing und Event Modeling ist mit Sicherheit dein Buch, Understanding Event Sourcing. Du hast ein Buch geschrieben, was sehr erfolgreich ist. Also es war, glaube ich, über mehrere Monate Bestseller. Ja. Und wie kam es denn dazu? Wann hast du dich entschieden, jetzt schreibe ich mal ein Buch? Ich hatte überhaupt nicht den Plan, ein Buch zu schreiben. Überhaupt nicht. Also ich hatte nicht das Verlangen, weil ich genau weiß, wie aufwendig so ein Buch ist. Ich habe auf LinkedIn gefragt. Also erstens, was ist passiert? Ich habe immer wieder die gleichen Fragen beantwortet. Immer wieder die gleichen Fragen in Workshops, in Discords, immer wieder die gleichen Fragen. Und irgendwann war ich es einfach leid und habe mir gedacht, irgendwie musst du dieses Wissen mal strukturieren. Ich habe mir jetzt so viel Wissen angeeignet, irgendwie muss ich das mal strukturieren. Und dann habe ich einfach auf LinkedIn gefragt, hey, würde irgendjemand dieses Buch lesen? Und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich irgendeine Art von Antwort bekomme. Und tatsächlich habe ich aber extrem viele Antworten bekommen. Also tatsächlich schien es so, als wäre da ein Interesse da. Was habe ich gemacht? Ich hab mir so ein Table of Content, so eine Inhaltsübersicht ausgedacht und habe die einfach gepostet. Würde irgendjemand dieses Buch lesen? Und super viele Leute waren daran interessiert. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schreibe ich dieses Buch halt. Wie nennen wir es? Nennen wir es Understanding Event Sourcing. Ich habe mir nur ein einziges Ziel gesetzt. Ich habe gesagt, ich schreibe 1000 Wörter am Tag. Mehr nicht. Ich schreibe 1000 Wörter am Tag an diesem Buch. Und das habe ich genau 3 Monate gemacht und nach 3 Monaten war das Buch fertig. Wow, das ist natürlich auch eine Sache, jeden Tag 1000 Wörter rauszuhauen, über 3 Monate lang da dran zu bleiben. Hattest du irgendwann mal so eine Blockade, wo du gesagt hast, ich pfeffer das Ding jetzt virtuell in die Ecke? Und Tatsächlich nicht. Also ich glaube, auch deswegen hat es so gut funktioniert. Ich habe einfach nur diese 1000 Wörter geschrieben. Ich habe nicht darauf geachtet, ob das gute 1000 Wörter sind, ob das gut strukturiert ist. Ich habe einfach nur 1000 Wörter geschrieben. Und wenn ich am nächsten Tag die 1000 Wörter vom Vortag gelöscht habe, war es auch in Ordnung. Ziel war immer nur quasi der Output. Die 1000 Wörter. Das war immer nur das Ziel. Und ich habe keinen einzigen Tag verpasst. Das hat ganz hervorragend funktioniert. ich höre da auch deine Slices wieder, also so kleine Scheiben schneiden und die dann das immer wieder. Das funktioniert immer. Genau. Sehr spannend. Das heißt,
Das Buch ist draußen, du hast aber auch eine Plattform dafür benutzt und du entwickelst das Buch jetzt weiter. Also das heißt, das Ganze ist nicht nur agil entstanden, du postest das Inhaltsverzeichnis in die Community, lässt dir Feedback geben, habe ich da überhaupt Leser dafür? Baust jetzt auch immer noch weiter, also es kommen neue Kapitel dazu, du veränderst Sachen. Ja. Wie kommt das denn bei deinen Lesern an und also wie funktioniert das für Leute, die das nicht kennen? Also ich glaube, das ist einer der Gründe, warum das Buch nach wie vor immer noch erfolgreich ist. Also das war ja fast 3 Monate auf Platz 1 bei Leanpub. Für eine Nische wie Event Sourcing ist komplett verrückt. Also hat mich völlig überrascht. Und ist jetzt immer noch auf Platz 12 oder sowas. Also wirklich sehr erfolgreich. Und ich glaube, der Grund ist, dass ich wirklich die Community da mit einbeziehe. Also ich frage regelmäßig auf LinkedIn, was soll das nächste Kapitel sein? Was interessiert euch? Das letzte Kapitel, was ich geschrieben habe, war Event Modeling in der Organisation. Also wie führst du Event Modeling ein? Weil so viele Leute einfach danach gefragt haben. So, okay, lass uns ein Kapitel draus machen. Ich nenne das die Missing Chapters. Also das Buch selber ist fertig und was jetzt dazu kommt, sind im Prinzip Missing Chapters, die es einfach nicht ins echte Buch geschafft haben und die kommen jetzt einfach nach und nach dazu, aber immer auf Basis von Feedback aus der Community. Ich denke mir das nicht selber aus, sondern das kommt im Prinzip, die Chapter kommen zu mir, die Fragen kommen und wenn ich merke, okay, da ist genug Bedarf da, dann schreibe ich was drüber. Sehr schön. Und der Prozess ist wesentlich dynamischer, weil wir ja nicht auf eine Auflage warten müssen, weil es nicht, hast du es auch gedruckt? Gibt es auch in Papier oder? Es gibt es auch gedruckt, man kann es auf Amazon kaufen, aber nur, weil eben die Nachfrage so groß war. Die Missing Chapter aber gibt es nur im E-Book, weil das eben viel einfacher ist zu erweitern. Ja, hört sich richtig gut an. Also an alle eine Empfehlung, wir werden das natürlich in den Shownotes mit aufnehmen. Und jetzt ist die Frage, wann gibt es das nächste Buch? Oder gibt es überhaupt eins? Nicht geplant, ein neues Buch zu schreiben. Also der Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Also 1000 Wörter am Tag zu schreiben, das ist zwar nicht so aufwendig, aber dann insgesamt alles Korrektur lesen und so. Also ich habe nicht geplant, ein neues Buch zu schreiben. Also ich arbeite viel mit der Community. Mein Ziel ist es, Event Modeling bekannt zu machen. Und das Buch ist ein wichtiger Teil davon. Es gibt den Kurs zum Buch, das ist auch ein wichtiger Teil davon. Das Ganze ist ein Big Picture. Das Ziel ist insgesamt einfach Event Modeling und diese Art zu arbeiten, speziell in Deutschland bekannt zu machen, auch über Deutschland hinaus, aber speziell in Deutschland ist mein Ziel und daran arbeite ich. Und das ist so das Ziel für die nächsten 1-2 Jahre. Okay, also das heißt, die Mission ist erstmal dort erfüllt, alles ist runtergeschrieben und wenn nicht, gibt es ein zusätzliches Missing Chapter, aber keine Tendenzen irgendwie in neue Bücher. Man sieht sich, du bist sehr viel aktiv auf LinkedIn. Wenn du jetzt vielleicht eine Empfehlung für andere Leute hast, die starten, wie wichtig ist denn das, ein Buch zu schreiben, immer wieder zu posten, eine Community aufzubauen? Und wie hast du das gemacht? Also für mich ist es wirklich, das ist mein einziger Akquisekanal. Also über LinkedIn bekomme ich neue Kunden, komme ich mit Kunden ins Gespräch. Das ist mein kompletter Akquisekanal. Das ist der Grund, warum ich viel poste und natürlich, weil ich merke, das hilft wirklich. Also da ist ein Interesse da, die Leute interessieren sich dafür. Im Prinzip, was ich immer empfehlen würde, ist, wenn jemand anfängt und versucht, sich was aufzubauen, das Wichtigste ist, sich ein Thema herauszusuchen und in diesem einen Thema Weltklasse zu sein. Nicht der Beste zu sein, sondern wirklich Weltklasse. Ich habe das schon mehrfach gemacht. Ich habe das 2013 mit Git gemacht, als ich angefangen habe, Git-Schulungen zu geben und mit Git zu arbeiten. Ich war einer der bekanntesten Entwickler in Deutschland, die mit Git gearbeitet haben. Warum? Weil ich nichts anderes gemacht habe. Git war mein großes Thema. Und jetzt ist mein großes Thema eben Event Modeling und Event Sourcing. Das heißt, ich habe immer ein Thema und dieses eine Thema treibe ich weiter, soweit ich kann. Und ich kann das nur empfehlen. Also ist eigentlich egal, welches Thema man sich da raussucht. Wenn man Weltklasse in diesem Thema ist, dann findet sich immer ein Markt dafür. Das heißt, eine Nische besetzen und die richtig bearbeiten sozusagen. Aber es ist natürlich auch aufwendig, immer wieder Inhalte zu finden. Wie sieht dein Kreativprozess aus? Also hast du da so einen Marketingplan, wo du sagst, das sind die Themen, kommt das einfach jetzt morgens unter der Dusche und dann schreibst du was? Wie organisiert man sich dort? Das ist alles, mein kompletter Content ist komplett strukturiert. Also ich habe einen ganz klaren Plan, wann schreibe ich über was. Die Themen sind für die nächsten Wochen schon geplant, mehr oder weniger. Also das ist nichts spontan, das ist wirklich alles geplant und strukturiert. Ich habe einen ganz klaren Contentplan. Ich kann dir genau sagen, welches Thema kommt nächsten Mittwoch, welcher Post kommt nächsten Mittwoch und über was spreche ich da.
Ja, perfekt. Das heißt, Social Media ist auch ein Business, das muss strukturiert werden, da muss ein Plan dahinter. Das ist nicht einfach mal aus dem Gefühl was rausposten. Das geht natürlich auch und macht es vielleicht hier und da mal persönlicher, aber wichtig ist, dass da eine Struktur dahinter ist. Ja, sehr cool. Genau, also es ist auch so, ich gucke mir jeden Monat meine Posts an, ich gucke mir an, welche Posts haben funktioniert, was sind die Themen, die funktioniert haben und das ist dann auch der Fokus für den nächsten Monat. Also das ist wirklich alles mit Struktur. Ja, super. Dann teil doch vielleicht kurz, wo bist du in den sozialen Medien unterwegs? Du hast einen LinkedIn-Kanal, ein Profil, Ja. YouTube vielleicht auch. Teil mal. Ja, genau. Also der Hauptkanal ist definitiv LinkedIn. Also wer mit mir in Kontakt treten möchte, ist definitiv LinkedIn, weil da bin ich am meisten unterwegs. Da mache ich auch am meisten. Es gibt einen YouTube-Kanal, der ist aber, also da ist kein Fokus drauf. Ich poste hin und wieder mal ein Video, wenn ich was Interessantes habe. Aber der primäre Kanal ist wirklich LinkedIn und wer möchte, der Newsletter. Also ich habe einen Newsletter, den ich einmal die Woche rausschicke, einfach auch über Event Modeling und Event Sourcing. Da sind manchmal so Geschichten aus der Praxis mit dabei, Dinge, die interessant sind. Genau, das sind so die 2 Sachen, die ich mache. Super. Dann jetzt kurz, bevor wir zum Ende kommen. LinkedIn ist dein Hauptmedium, mit dem du unterwegs bist. Du hast einen Kurs, den du gerade veröffentlicht hast oder noch dabei bist. Vielleicht kannst du da nochmal drauf hinweisen. Es gibt das Buch und es wird in München eine Event-Modeling-Konferenz geben. Ja, Vielleicht für Leute, die das hier spannend finden, ist das auch ein guter Einstieg, da in die Szene mal einzutauchen. Wie sieht die Konferenz aus? Was passiert da? Genau, also der Kurs ist im Prinzip eine Erweiterung vom Buch. Also der Kurs ist ganz genau wie das Buch, nur dass man mir im Prinzip zuschauen kann, wie modelliere ich jeden einzelnen Teil. Das heißt, wenn es ein Kapitel im Buch gibt, dann gibt es eine Lektion im Kurs dazu. Das heißt, man kann ständig zwischen dem Buch und dem Kurs hin und her springen und hat im Prinzip dann so eine interaktive Möglichkeit, die Sachen einfach zu lernen und auch auszuprobieren. Das ist im Prinzip die Idee dahinter. Und die Event Modeling Konferenz, da freue ich mich persönlich riesig drauf. Die wird Anfang Oktober in München sein. Adam Dimitruk wird aus Kanada anreisen. Also das heißt, er wird auch vor Ort sein. 2 Tage wird es sein. Das wird mit Sicherheit super, super spannend. Und was erwartet uns dort? Vorträge oder wirklich auch Modeling-Sessions? Wie läuft das ab? Höchstwahrscheinlich wird es eine Art von Unconference sein. Das heißt, es wird definitiv Workshops geben. Es wird vielleicht auch 1, 2 Vorträge geben, aber größtenteils wird es wahrscheinlich so eine Art Unconference sein. Das heißt, wir werden am Anfang so einen Marktplatz eröffnen, wo man einfach dort Voting machen kann auf bestimmte Themen und dann machen wir diese Themen einfach. Also ist noch nicht ganz klar. Irgendwie sowas wird es sein. Hört sich sehr spannend an. Martin, vielen Dank, dass du da warst bei Beyond Code. Wir haben einiges versprochen. Ich finde definitiv, für mich hast du das Thema Event Modeling nochmal ganz neu auf den Bildschirm gebracht. Ich werde da nochmal tiefer eintauchen. Ich werde auch nochmal das Event Sourcing Thema mir genauer anschauen. Das war ein tolles Gespräch mit dir. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und alle anderen, bitte teilt diesen Podcast gerne mit eurer Community, liked, subscribed und abonniert ihn, damit die Community von Beyond Code größer wird. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.